Liebe Eltern, heute möchte ich mit Ihnen über die Seele und die Neurodermitis sprechen. Am besten die gute Nachricht ganz zu Anfang. Es ist ganz, ganz selten so, dass die Seele, also eine seelische Erkrankung, die Neurodermitis auslöst, sondern es ist umgekehrt. Die Neurodermitis ist, wie bekannt, die häufigste chronische Erkrankung, Hauterkrankung im Kindesalter und hat als solche natürlich Folgen auf die seelische Gesundheit. Also die Neurodermitis macht seelische Auffälligkeit und nicht umgekehrt. Denken Sie bitte immer an das Bild des Teufelskreises. Die Neurodermitis ist so gut wie nie durch eine alleinige Ursache bedingt, sondern viele Einflussgrößen, viele Ursachen betreiben diesen Teufelskreis. Und es macht wenig Sinn, nur eine dieser Einflussgrößen zu behandeln, sondern man muss das gesamte Kind im Auge behalten. Ich möchte Ihnen 2, 3 Beispiele geben, die Ihnen zeigen, wie eine Hauterkrankung das Verhalten verändern kann. Das erste Beispiel betrifft einen 3-jährigen Buben, der mir mit schwerster Neurodermitis vorgestellt wurde. Beim Erstgespräch musste die Mutter ihren Buben ins Untersuchungszimmer hineinzerren, weil er nicht spontan kommen wollte. Es gelang mir allmählich, ihn etwas zu beruhigen. Und ich habe ihm ein Auto geschenkt, das er dann natürlich sofort in Sicherheit bringen wollte und das seiner Mutter in die Handtasche stecken wollte. Die Mutter war aber dermaßen aufgeregt, dass sie dieses Handeln des Kindes gar nicht verstanden hat, sondern das Auto genommen hat, also ihm aus der Hand genommen hat, auf meinen Schreibtisch gelegt hat und die Handtasche geschlossen hat und auf die Seite getan hat. Ähnliche Missverständnisse in der Interaktion gab es zwischen Mutter und Kind während dieser ersten Stunde der Untersuchung häufig. Am Schluss habe ich sie dann gefragt, ob ihr der Bub denn nicht das eine oder andere Mal auf den Nerven ging. Und sie hat natürlich gesagt, nein, um Gottes Willen, Herr Doktor, ich tue alles für mein Kind. Dass sie gar nicht anders konnte, war ihr offensichtlich nicht bewusst. 4 Wochen später, der Hautzustand war deutlich besser, habe ich diese Frage nochmal wiederholt und dann hat sie gesagt, Herr Doktor, ich sage Ihnen, manchmal könnte ich an die Wand knallen, aber es ist ja ein Kind, also natürlich tue ich es nicht. Diese Trennung zwischen der, sagen wir mal, inneren Befindlichkeit der Mutter und der Befindlichkeit des Kleinen war der Beginn einer besseren Interaktion, denn nur so konnte sie ihm dann auch besser in der Zukunft helfen. Das zweite Beispiel betrifft einen jungen Mann von 17, 18 Jahren, der erzählt hat, immer wenn er sich in ein Mädchen verliebt hat und sich ihm nähern wollte, dann hat er gemerkt, wie plötzlich seine Neurodermitis im Gesicht furchtbar aufflammte. Und er wüsste überhaupt nicht mehr, ob denn das alles nur die Seele sei. Und ich habe ihm ganz simpel erklärt, schau, sobald du ein Mädchen siehst, das ging mir in dem Alter genauso, wird man natürlich rot im Gesicht. Ja? Das ist ja ein Zeichen von Erregung, von Freude. Wenn man ein Mädel sieht und dann kriegt man die Schamröte. Die stärkere Durchblutung macht die Neurodermitis aktiver. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern du musst dir halt angewöhnen, weniger rot zu werden, wenn du Mädels ansprichst. Diese 2 Beispiele sollen jetzt genügen. Wir sind auch am Ende unserer Zeit, um deutlich zu machen, dass erst die Haut verändert ist und dann seelische Faktoren zusätzliche Verschlimmerung verursachen können. Achten Sie einfach auf beides und fühlen Sie sich nicht schuldig. Die Haut drückt nicht eine seelische Erkrankung aus, an der Sie als Eltern Verantwortung tragen. Das hat man früher gedacht, da ist man Gott sei Dank über diese Zeit hinweg. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema.